Der Winter naht und beschert uns nicht nur viele neue Gebäude, sondern verbessert auch einige alte Favoriten. Welche sich lohnen und was es im Winter-Event zu beachten gibt, verrate ich euch in diesem Video. Das Eventspiel ist relativ unkompliziert. Wir sehen potenzielle Preise, die zufällig in kleinen Häusern versteckt werden. Wir können jetzt zum Preis von 10 Eventwährungen auf diese Häuser klicken, um den darin befindlichen Preis zu erhalten. Unter diesen Preisen gibt es auch ein paar besondere Felder. Mit X2 wird der nächste Preis verdoppelt. Mit dem Auge werden 2 andere Preise aufgedeckt, sodass man sich bewusst für oder gegen sie entscheiden kann. Und mit Mischen wird die Spielrunde beendet und es kann eine neue gestartet werden. Nach dem Einsammeln von 3 Schneemännern wird eine Spezialrunde gestartet, die mehr Spezialfelder und bessere Preise enthält und doppelt so viele Fortschrittspunkte bringt. Und außerdem gibt es noch Kalenderschlüssel, von denen man allerdings nur einen pro Tag bekommen kann. Danach gibt es für den Rest des Tages stattdessen Fragmente eines Kalenderschlüssels. Der Kalender besteht aus 32 Türchen, von denen jeden Tag ein neues zugänglich wird. Man kann das aktuelle Türchen mit einem Kalenderschlüssel öffnen oder 5 Kalenderschlüsselfragmente verwenden, um ein vergangenes Türchen nachzuholen. Hinter jedem Kalendertürchen befindet sich ein Preis. Auf Beta sahen die Preise im Kalender so aus. Wer es schafft, alle 32 Türchen zu öffnen, bekommt außerdem eine zusätzliche Belohnung obendrauf, die unter anderem ein neues exklusives Gebäude enthält. Die Nordsternbaumschule produziert fast 500 Forge-Punkte und Fragmente für das neue erhabene Upgrade-Kit für den Yukitomo-Turm. Außerdem erhält man einen Nordwind-Kurier, der für seine kleine Größe von 3x2 Feldern richtig gute Werte mitbringt. Dann gibt es im Eventspiel noch 3 verschiedene Booster, die man über die Rivalen-Herausforderungen erspielen kann. Mit der Schneeballkanone wird ein zufälliges Haus getroffen und samt dem darin enthaltenen Preis eliminiert. Der Schlitten verdoppelt die nächste Belohnung und deckt 2 weitere Belohnungen auf. Dieser Effekt lässt sich zusammen mit dem X2-Feld anwenden, um die Belohnung sogar zu vervierfachen. Und der Spielzeugradar durchleuchtet alle Häuser, um die Spezialsymbole aufzudecken. Die Rivalen-Herausforderungen dauern dieses Mal wieder über das gesamte Event an und bieten jeden Tag eine neue Aufgabe. In den insgesamt 30 Aufgaben geht es ausschließlich darum, bestimmte Belohnungen im Eventspiel aufzudecken. Belohnt wird man dafür mit Boostern für das Eventspiel sowie 5 Sternenlichtmünzen für den Eventshop. Die Liste der Rivalenaufgaben könnt ihr in der Videobeschreibung und auf meinem Discord-Server finden. Zu guter Letzt gibt es noch Wintererinnerungen, ein reines Diamanten-Feature. Jedes Mal, wenn man im Eventspiel ein Spezialfeld aufdeckt, kann man hier eine von 2 Belohnungen wählen. Gegen zusätzliche Diamanten kann man auch beide Preise wählen oder den Preis gegen einen anderen aus einem vorher einsehbaren Preispool austauschen. Wenn am Ende genug Preise gewählt sind, kostet der Spaß nochmal rund 3000 Diamanten, um den ganzen Kram auch tatsächlich zu erhalten. Reizvoll gemacht werden soll das Ganze durch ein weiteres exklusives Gebäude, den Nordwind-Kurier. Wie eben bereits erwähnt hat dieser richtig gute Werte, taucht hier allerdings auch nur in einem von 16 Itempools auf. Das heißt, im Schnitt kostet einer davon 3186 Diamanten. Oder anders ausgedrückt, pro 10.000 Diamanten erhaltet ihr 3,14 Stück davon. Ja, dafür habe ich extra einen Simulator geschrieben, der verschiedene Strategien testet. Die beste Strategie hierfür ist es, immer beide Itempools anzuschauen. Wenn der Nordkurier nicht dabei ist, einfach einen der beiden angebotenen Gegenstände wählen. Wenn er dabei ist, für den Itempool so lange Diamanten bezahlen, bis er ausgewählt werden kann. Optional kann man sich auch noch andere Wunschpreise aus anderen Itempools dazu würfeln, aber dadurch steigen dann auch die Kosten. Wenn man beispielsweise zusätzlich alle Spezialproduktionen abschließend dazu würfeln möchte, welches ebenfalls in einem von 16 Itempools vorkommt, steigt der erwartete Preis des Konvoluts auf 3375 Diamanten. In diesem Event gibt es 2 verschiedene Eventshops mit ihren eigenen Währungen.
In der Sternenlicht-Lounge können Sternenlichtmünzen von Superbrettern gegen ein paar exklusive Belohnungen getauscht werden. Darunter vor allem Kits des Yukitomo-Turms in Silber, Gold, Platin und Orange. Die letzten beiden Stufen davon sind neu und verbessern Yuki vor allem dadurch, dass er keine Straßenanbindung mehr benötigt und das Zimmer für Verbündete nicht mehr auf eine Seltenheit beschränkt ist. Eine weitere interessante Option ist das goldene Auswahlkit für die Winterzüge von vor 6 Jahren, die durch dieses Upgrade auch wieder mit modernen Gebäuden mithalten können. Daneben können in diesem Eventshop auch noch 2 neue erhabene Gebäude oder das Diduc aus dem Vorjahr erstanden werden. Die sind meiner Meinung nach aber das deutlich schlechtere Preis-Leistungs-Verhältnis. Im zweiten Eventshop, dem Laternenstand, können Laternenmünzen von normalen Spielbrettern eingetauscht werden. Hier gibt es sehr viel, aber ein paar erwähnenswerte Optionen sind normale Auswahlkits für den Yukitomo-Turm und den Winterzug. Ein Auswahlkit, mit dem die Wagen des Winterzugs verbessert werden können. Diese haben ebenfalls alle eine neue Stufe erhalten, damit sie sich wieder sehen lassen können. Eine Besonderheit ist, dass jeder Wagen ein Fragment für ein Massen-Selbsthilfe-Kit produziert. Goldene Auswahlkits für die Hauptgebäude der Vorjahre, die Winterpyramide und die Schokolaterie. Oder im Zweifelsfall auch einfach die Möglichkeit, sie in Sternenlichtmünzen umzutauschen. Wenn man den Laternenshop erneuert, verändern sich übrigens die Rabatte. Mit etwas Glück kann man so ein paar Münzen sparen. Und da wir gerade dabei sind, gehen wir auch die letzten 9 Gebäude noch fix durch. Das Hauptgebäude bekommt man über den Event Pass. Seine Werte sind okay, aber gerade mit den blauen Gefechte-Kampfwerten auch eher etwas speziell. Und das exklusive Goldliga-Gebäude erfreut euch dieses Mal mit einem 25%igen Medaillenboost und produziert Fragmente für den Uhrenturm. Außerdem erreicht der ewige Markt mit diesem Event seine erhabene und letzte Stufe. Auf dieser gibt er 30 Tage lang 30% Boost auf Forge-Punkte und Güter, sowie 3 Doppelernten, ähnlich wie der Effekt der blauen Galaxie. Für die Erntereihenfolge würde ich euch dann empfehlen, zuerst den ewigen Markt, dann die blaue Galaxie zu ernten. Damit habt ihr nämlich bei den ersten 3 Ernten danach die Chance, die Produktion direkt zu vervierfachen. Wer die letzten 12 Monate in allen Events die Fragmente des Markts gesammelt hat, Hut ab, dann habt ihr euch den redlich verdient. Der Effizienzsieger unter den neuen Gebäuden ist ganz klar der Nordwind-Kurier. Die erhabenen Gebäude sind ebenfalls unglaublich stark, aber eben auch zeitlich limitiert. Dann kommen das Kalendergebäude, gefolgt von den goldenen Zügen und dem Goldliga-Gebäude. Den Yukitomo-Turm halte ich für unterbewertet, da die Selbsthilfekits nicht in die Effizienzwertung mit einfließen. Gerade wer Bedarf an Selbsthilfekits hat, wird Yuki vermutlich trotz der mittelmäßigen Bewertung sehr zu schätzen wissen. Für das Event hat man 4067 Eventwährungen zur Verfügung, wobei hier Ereignisse und Newsletter noch nicht mitgezählt werden. Damit hat man bei 32 Eventtagen im Schnitt täglich 127 Eventwährungen zur Verfügung. Unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Kickbacks pro Haus kann man im Schnitt 18,3 Häuser pro Eventtag öffnen. Ja genau, noch ein Simulator geschrieben und so. Die effektivste ermittelte Strategie folgt folgenden Regeln. Wenn auf einem normalen Spielbrett ein Kalenderschlüssel gefunden wurde, wird das Spiel für den Tag abgebrochen. Um 0 Uhr setzt sich das Spielbrett automatisch zurück. Somit müssen wir nicht weiter unliebsame Preise einsammeln, nur um Mission zu finden. Ein Superbrett hingegen wird immer zu Ende gespielt. Bei 2 Zeigen auf einem normalen Brett kommt es auf die aufgedeckten Preise an. Wenn einer der enthüllten Preise der Kalenderschlüssel, Schneemann oder 14 Eventwährung ist, nehmen wir diesen Preis. Sollte der zweite aufgedeckte Preis Belohnung verdoppeln sein, wählen wir vorher das, um die andere Belohnung zu verdoppeln. Wenn Mission aufgedeckt ist und das aktuelle Brett keinen Kalenderschlüssel mehr enthält, wählen wir es. Andernfalls ignorieren wir die enthüllten Preise. Dies ist bereits genug, um 16 bis 17 Kalenderschlüssel zu erhalten, ohne Booster einzusetzen. Wenn wir alle Rivalen-Herausforderungen abschließen, haben wir 151 Schneeballkanonen, 26 Winterschlitten und 11 Spielzeugradare zur Verfügung. Mit den Schneeballkanonen können wir fast 13 normale Bretter vollständig zerstören. Dafür vergewissern wir uns zuerst, ob der Kalenderschlüssel unter den möglichen Preisen ist.
Wenn ja, starten wir das Spiel und zerstören mit der Kanone 12 Preise. Übrig bleiben dann nur die nicht zerstörbaren Preise. Eventshop-Münzen, 2 Zeigen, Belohnung verdoppeln und der Kalenderschlüssel. Mit etwas Glück kann man den Kalenderschlüssel sogar noch verdoppeln, aber selbst wenn nicht, erhält man den Kalenderschlüssel so garantiert, ohne Gefahr, dass man ihn versehentlich wegmischt. Außerdem werden durch die Schneebälle einige unliebsame Preise aus dem Weg geräumt, was ebenfalls nochmal deutlich Eventwährung spart. Damit sollten wir wieder bei insgesamt rund 30 Kalenderschlüsseln landen. Für die anderen beiden Booster lohnt sich vor allem der Einsatz auf dem Superbrett. Wenn wir am Anfang sehen, dass einige coole Preise auf dem Superbrett dabei sind, starten wir das Spiel direkt mit dem Spielzeugradar. Dann benutzen wir die beiden Augen, um 4 Preise aufzudecken. Jetzt sollte die Chance hoch sein, dass wenigstens einer der begehrten Preise dabei ist. Wenn wir jetzt zuerst Belohnung verdoppeln und dann den Winterschlitten-Booster einsetzen, können wir damit eine vorhergesehene Belohnung vervierfachen. Dadurch werden dann sogar nochmal 2 Preise aufgedeckt, sodass wir mit einem weiteren Schlitten direkt noch einen weiteren Preis vervierfachen können. Wenn wir diese Technik auf Kalenderschlüssel oder große Batzen Eventwährung einsetzen, holen wir so nochmal einen großen Schritt Richtung Kalendervervollständigung raus. Was den Eventshop angeht, könnt ihr mit dieser Strategie übrigens mit etwa 65 Laternenmünzen und 8 bis 13 Sternlichtmünzen rechnen. Abhängig davon, ob ihr euch die 5 Münzen vom Rivalen schnappt. Für das vollständige Hauptgebäude fehlen in der Simulation rund 55 Fortschritt. Wenn man aber bedenkt, dass in der Simulation Ereignisse, Newsletter und Booster fehlen, sollte das Hauptgebäude kostenlos erreichbar sein. Eine alternative Möglichkeit wäre, wenn man mehr Superbretter mitnehmen möchte, seine Booster so einzusetzen, dass man ein Spielbrett zerstört, auf dem sich ein Schneemann befindet. Und dann mit der Kombination der anderen beiden Booster den Schneemann vervierfacht. So kann man unterm Strich zwar weniger Belohnung auf dem Superbrett vervierfachen, aber sieht möglicherweise insgesamt doppelt so viele Superbretter und erhält dadurch deutlich mehr Sternenlichtmünzen. Basierend auf Beta-Erfahrungswerten ist es so möglich, den Kalender kostenlos zu vervollständigen. Dieses Eventspiel ist allerdings auch extrem abhängig vom Zufall. Selbst wenn dies im Durchschnitt funktionieren sollte, wird es immer einige Fälle geben, in denen der Zufall dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung macht. Gerade wenn man eigentlich alles richtig macht und sich dann der Zufall querstellt, ist das besonders frustrierend. Aber die gute Nachricht ist, wenn am Ende 1 oder 2 Schlüssel fehlen sollten, kann man diese für 500 Diamanten pro Schlüssel nachkaufen, um den Kalender doch noch zu vervollständigen. Ich wünsche euch viel Glück. Es ist mir ein inneres Partyhütchen, dass ich unter euch einen Nordwind-Kurier verlosen darf. Um teilzunehmen, müsst ihr lediglich einen Kommentar mit eurem Spielernamen und eurer Spielwelt hinterlassen und folgende Frage beantworten. Liegen alle nicht trivialen Nullstellen der analytischen Fortsetzung der Riemannschen Zeta-Funktion Zeta von Rho exakt auf der kritischen Gerade Realanteil von Rho gleich 1/2? Die Gewinnerbekanntgabe erfolgt nach Teilnahmeschluss im angepinnten Kommentar unter diesem Video. Vielen Dank an InnoGames und euch allen viel Glück. Freut ihr euch auf das Winter-Event und habt ihr den ewigen Markt bereits auf der lunaren Stufe? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und vor allem auch an meine treuen Ko-fi-Unterstützer. Bis bald im nächsten Video.